Herzlich willkommen in der Brickworld. Heute schon Episode 15, wenn ich mich nicht täusche. Und heute, nachdem wir die letzten beiden Episoden an der Baustelle gearbeitet haben, werden wir heute an dem bereits von mir angekündigten Straßenprojekt weiterarbeiten. Das heißt, hier hinten seht ihr schon die Straße, die wir letztens gebaut haben, also die T-Kreuzung. Und von dort werden wir jetzt ein wenig weiterbauen, aber heute ein bisschen im anderen Maßstab, denn heute brauchen wir Platz. Wir nutzen jetzt hier zwei große 32er Baseplates und dazu noch zwei kleine 16 x 32er Baseplates. Ich verbinde die jetzt hier einfach mal, damit die mir nicht dauernd durch die Gegend rutschen. Und die Idee ist, wir bauen die Straße heute in einer Kurve. Und zwar, wir führen hier hinten die Straße weiter, machen hier ein wenig einen Bogen und kommen hier wieder gerade raus. So, wie bauen wir das Ganze? Und zwar mit jeder Menge Plates. Wir haben hier ganz viele 1x2er Plates in Dark Bluish Gray, natürlich auch in Weiß für die Streifen. Und dann haben wir noch ganz viele Tiles in 1x2, auch in Dark Bluish Gray, ebenso wie in Weiß. Und das Ganze wird jetzt nach einer ganz besonderen Technik gebaut. Und zwar, wo mal hier ein paar von den Plates raus und auch ein paar von den Tiles. So, und wir verbinden das Ganze jetzt auf diese Art und Weise. So, dann haben wir diese Konstruktion. Ich versuche mal, ob ihr das gut sehen könnt. Und das hat eine gewisse Möglichkeit des Biegens, wie man hier sieht. Und genau diese Option nutzen wir aus, um unsere Straße zu bauen. Das heißt, ich werde jetzt mal ganz viele von diesen Elementen bauen und dann sehen wir gleich, wie sich das Ganze, wie wir das Ganze nutzen können. Also ich fange mal an. So, dann nehme ich euch mal kurz mit. Und jetzt sehen wir von oben, wir haben jetzt eine wunderschöne, geschwungene Form dadurch. Und das Ganze wird dann jetzt fortgeführt. Das heißt, wir führen als nächstes das hier genau gleich entlang. Und dadurch erhalten wir eine geschwungene Form. Das heißt, ich werde es noch ein bisschen weiter bauen und dann sehen wir gleich, wie es aussieht. Ich habe jetzt einige Zeit weitergebaut, beziehungsweise meine Frau hat mir deutlich geholfen. Das ist das Zwischenfazit. Die Steine sind jetzt teilweise ausgegangen. Ich habe das nur grob geschätzt, wie viel ich brauchen werde. Ich habe mich schon bei etwas verschätzt. Ich habe auch schon neue nachbestellt. Ansonsten sehen wir, dass wir mit dieser Technik wirklich sehr gut eine gebogene Straße hinbekommen. Wir haben jetzt eine sehr schöne Biegung hier drin. Das Ganze ist ziemlich unter Spannung, deswegen diese roten Bricks momentan das Ganze in Form halten. Ansonsten, ja, es fehlen jetzt noch ein bisschen Steine. Da muss ich mir noch überlegen, wie wir das mit dem Bordstein machen, weil wir den jetzt auch eigentlich etwas abgerundet machen müssten. Da muss ich mir noch was überlegen. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch machen. Ich werde jetzt mal ein bisschen was testen. Und ansonsten finde ich, dass das eine Sache ist, die man eben nicht so in jeder Lego-Stadt sieht. Und es gefällt mir doch, ja.
So, ich habe jetzt noch ein bisschen aufgeräumt und das ist jetzt der Blick auf unsere bisherige Brick World. Und die Erweiterung der Straße hat das Ganze deutlich vergrößert. Wir sehen, dass wir jetzt wirklich vom provisorischen Tisch langsam mal runter müssen. Wie gesagt, das 100 Abonnenten-Special steht vor der Tür und dann sind wir von dem Tisch hier runter. Aber die Straße, ich habe jetzt den Baustein natürlich weit fertig gebaut, wie es ging, sieht wirklich gut aus, finde ich. Es fehlen ein Haufen Steine noch. Ich habe die schon nachbestellt, wie gesagt. Ein paar hundert jeweils. Hier sind in dem Stück Straße locker 600, 700, vielleicht sogar 800 Steine verbaut. Es sieht nicht so aus, aber es frisst einfach wirklich Steine. Wenn wir mal ein bisschen näher rangehen, dann sehen wir einfach, es sind Steine, 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 Steine. Aber meiner Meinung nach lohnt sich das Ganze. Unsere Autos passen genau da drauf, da wir ja genau einen richtigen Abstand haben. Und die gebogene Straße macht das Ganze einfach ein bisschen lockerer. Die Technik, die ich testen wollte, hat funktioniert. Es sieht gut aus, finde ich. Kann man vielleicht noch mehrfach einsetzen. Die Straße wird dann vielleicht in 1-2 Wochen fertig werden, wenn die Steine da sind. Es kommt natürlich darauf an, wann die bei Bricklink verschickt werden und wann die hier ankommen und wann ich Zeit habe, das hier zu bauen, beziehungsweise wahrscheinlich wird meine Frau das hier fertig bauen wollen. Ja, dann gehen wir hier mal noch ein bisschen näher ran, schauen uns das mal von hier unten an. Ansonsten, das war's dann für heute, denke ich. Update 15. Update 16 könnte eventuell schon das 100 Abonnenten-Special sein. Ich glaube, vorhin waren es 94, wenn ich mich richtig erinnere. Ansonsten, wenn wir noch nicht zum 100 Abonnenten-Special kommen, werden wir vermutlich an der Baustelle weiterbauen. Oder vielleicht Bahnhof, da muss ich mal schauen, da fehlen mir nämlich auch noch ein paar Steine. Die muss ich mal durchzählen, ob wir dann ein Update zusammenkriegen. Und ja, ich gehe nochmal zurück. Ich finde, unsere kleine Stadt macht sich. Und ich bin wirklich glücklich darüber. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze dann wird, wenn wir umziehen auf die große Platte und dann hier unten weiterbauen werden in unserer U-Bahn. Und ja, dann, was bleibt mir noch zu sagen? Bleibt gesund. Ich freue mich über jedes Abo, über jeden Kommentar. Ich werde alles beantworten, soweit es mir möglich ist. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Tschüss.